Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video zeige ich euch, nachdem wir jetzt diese Klötze alle sauber eingehobelt haben, wie man die so vorbereitet, dass man dann die Zagen biegen und einleimen kann. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Also was wir einmal brauchen, ist eine Schablone, damit man die Klötze richtig anzeichnen kann. Ja? Damit wir auch wissen, wohin muss man arbeiten. Ja? Und ein Bleistift, ein Spitzer, dann eben ein Werkzeug zum Ausstechen, zum Freischneiden und zum Verfeilen und eine Vorrichtung, die holen wir uns nachher noch. Und ein Bredel zum Unterlegen, damit wir nicht alles hinmachen, den Tisch. Ja? So. Die Schablone, die ist logischerweise gleich groß wie das Zagenkranzmodell. Ja? Und da gehen wir her und tun jetzt einmal nichts anderes wie das Anzeichnen mit einem Bleistift. Damit wir wissen, wo es alles wegkehrt. Und der sollte auch nicht zu dünn sein, der Bleistift, zu hart sein, dass das ein zu dünner Strich ist, weil da tut man sich einfach dann schwerer, dass man das auch sieht gescheit. Ich zeichne jetzt einmal nur die Eckklötze an. Ja? Und jetzt gehen wir das Ganze einmal ausstechen. Wir machen einfach einmal einen Klotz. Ja? Und zwar, nachdem wir zuerst die C-Bügel einleimen, wird das erste sein, was wir vorbereiten, und das lassen wir noch stehen da heraus. Das heißt, ich nehme jetzt einmal da was weg, und jetzt versteht man dann schon viel leichter, warum das gespalten wird, das Klotzmaterial. Weil ich mich verlassen kann darauf, nachdem die hinteren zwei Flächen gespalten sind, dass da vorne keine blauen Wunde erlebt, dass sich irgendwas verlaufen anfängt. Ja? Also, ich gehe jetzt einmal her und stiche einmal da vorsichtig runter. Und bereite das einmal so grob vor. Und das mache ich im Prinzip jetzt auch bei dem herunteren, beim unteren Eckklotz. Da gehe ich bis knapp vor die Spitzen. Ich gehe nicht deswegen ganz genau zu Spitzen hin, weil das einfach noch stabil bleiben muss. Ja? Man sollte natürlich da nicht wirklich in das Modell jetzt einschnitzen oder sonst irgendwas, weil dann muss man das Modell neu machen. Und das ist da ein bisschen eine Spülerei, bis das soweit ist. So, jetzt habe ich das einfach einmal grob ausgestochen, und zwar, ich kann mich darauf verlassen, dass da nichts passiert, weil die Spaltrichtungen, wenn sie innen klar sind, sind sie außen auch gleich. Ja? Jetzt holen wir uns das Modell, das wir brauchen. Ja, und jetzt kommt es mit auf den anderen Arbeitsplatz. Ausgerät. Wo ist der? Kannst du circa hinsagen? Dieser da. Passt. Nur wir müssen die Platten wegtun, weil sonst geht das alles nicht. Jetzt gehen wir her und feilen das da aus. Und da sollten wir jetzt wieder das Modell nicht beschädigen. Dass das sauber gefeilt ist. Dann da herüben genau das gleiche in grün. Ja. Und auch so, dass die Fläche natürlich gerade ist und dann so oben genudelt ist. Nicht? Ja. weil die Verleimungen müssen natürlich schon verlässlich halten.
So. Das ist jetzt die Fläche, wo dann der Leim aufkommt, um die Zagen zu leimen. Und natürlich immer dann, wenn ich den Leim auftue, druckt man den auf einer Seite ein bisschen raus, auf beide Seiten, auf alle Seiten eigentlich. Und damit es aber nicht am Modell anklebt, die Zagen, ja, schneiden wir es jetzt frei. Wir gehen her und schneiden da einfach so ein Stück raus. Und das machen wir da natürlich auch auf der Seite. Auf gut Deutsch sage ich jetzt einfach ein Platz, wo der Leim, dass es auf keinen Fall die Zagen dann an dem Modell anbiegt, sondern wirklich nur am Klotz leimt. Ja? Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, euch ist jetzt klar, warum Klötze gespalten werden. Wie man das sozusagen vorsticht, vorfeilt und freischneidet, so dass wirklich vorbereitet sind, dass wir dann im nächsten Video die Zagen biegen und einleimen können. Ja? Also, wenn irgendwelche Fragen, Anregungen, Beschwerden oder sonst was sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Pfiat euch! Video wiedersehen, das ist auch scheiße. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns beim nächsten... Nein, es hat gepasst. Ja, also, Aber es ist nur scheiße zum Sagen. Naja, ich habe mir halber daheim gespielt. Ja, man hört, das kann die Besten passieren. Ja. Und Akkuschrauber. Ja. Der wird sicher irgendwo braucht worden sein, um Büdeln aufzuhängen, oder? Bitte einmal klatschen, wenn möglich. Aber so klatschen wie das letzte Mal, bitte. Ja, das passt. Passt's? Ja, lass mal durchgehen. Warte mal, ich bringe eine Pfeile her. Also, was wir einmal brauchen. Also, ja. Ich tue schon weiter. Das legt man dann im Prinzip auf. Warte, das muss ich von oben mitfilmen. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ich da jetzt schon was filme. Ja, dann machen wir es nochmal. Ist dir bei solchen Sachen lieber, wenn wir da Lavalier her tun? Weil, Nein, wie gesagt, das passt schon. ja, wenn der Papa sagt, dann ist das sowieso super alles, gell? Geht? Ja? Ja. Ja. Okay. Ja. Also, soll ich sagen, dass das Baby leicht ist? Sicher, bitte sag's einmal noch. Okay. Es war wirklich nicht schwer. Das ist klar. Und sag jetzt nicht mein Freund. Nein, weil ich weiß, wir sind keine Freunde, gell?